Herr Koller, Sie hatten im Alter von 12 Jahren eine Nahtoderfahrung. Wie kam das? Also es war so, dass ich sehr hohes Fieber hatte. Ich weiß nicht mehr warum. Ich kann mich nur erinnern, dass ich in meinem Zimmer damals gelegen bin, zu Hause. Meine Eltern waren da. Ich hatte so hohes Fieber, dass meine Eltern den Notarzt holen mussten. Mit diesem Fieber hatte ich Vorstellungen bzw. Visionen, dass ich in einem Zimmer liege, in einem weißen Zimmer, in einem Krankenhauszimmer, in einem weißen Bett, mit weißen Wänden, mit einer weißen Tür vor mir. Ein Arzt stand vor dem Bett, schaute mich an und untersuchte mich und schüttelte den Kopf und sagte, da können wir nichts mehr machen. Meine Eltern wurden dann hereingeholt von diesem Arzt. Die Tür ging auf, meine Eltern kamen rein, meine Familie kam rein, mein Bruder, meine Schwester. Und danach kamen alle Menschen, die ich je gekannt habe, herein bei der Tür und schauten mich alle an. Der Arzt sagte zu allen, leider können wir hier nichts mehr machen. Was sagt ihr dazu? Sollen wir ihn gehen lassen? Und alle haben genickt. Dann sagte der Arzt, gut, dann zählen wir jetzt von unendlich auf 0. Ich sah dann an der Decke dieses Zimmers eine Uhr, die auf unendlich gestellt war und die langsam auf 0 runterzählte. Die Personen verschwanden langsam. Der Raum wurde immer länger. Ich sah die Tür dann nicht mehr. Der Raum wurde auch immer dunkler. Ich sah die Uhr, die runterzählte von unendlich. Und für mich war das damals, glaube ich, als Kind 1 Million, die dann auf 0 runterzählte. Die Uhr tickte, tickte, tickte. Ich sah niemanden mehr. Ich merkte dann nur, dass das Zimmer immer dunkler wurde und wie es bei 0 war, verspürte ich irrsinnig starke Schmerzen im Körper. Mein Körper fühlte sich so schwer und schmerzhaft an, dass ich es fast nicht mehr aushielt. Es wurde aber immer stärker. Es war wirklich schwerstes Leid und ich nahm auch die Zellen meines Körpers wahr. Ich nahm die Organe meines Körpers wahr, ich nahm jeden Teil meines Körpers wahr. Wie er funktionierte, wie er bisher funktioniert hat, das Zusammenspiel der Organe, das Zusammenspiel des ganzen Körpers, die Funktionen des Körpers habe ich wahrgenommen und gleichzeitig auch diesen Schmerz, der immer unerträglicher wurde. Mir wurde klar und ich habe gesehen und ich habe auch jede Zelle gespürt, wie sie leidet und wie sie immer stärkere Schmerzen erleidet, bis es zu einem Punkt kam, wo der Schmerz nicht mehr auszuhalten war, das Leid nicht mehr auszuhalten war. Das war dann schon so stark, dass es an einem Punkt war, wo es nicht mehr Leid gibt oder geben kann. Und ab diesem Punkt war es ganz schwarz, es war extrem dunkel, es war ein Schwarz, das ich noch nie vorher gesehen habe. Es war, wie wenn mich da alles hineinsaugen würde. Ab dem Nullpunkt ist es aber dann wieder in die Gegenrichtung gegangen und plötzlich kam Licht. Dieses Licht wurde immer heller, immer angenehmer, der Schmerz verflog. Ich spürte mich wirklich wunderbar. Es war das Gegenteil von vorhin. Der Schmerz war weg, das Licht wurde heller. Ich nahm auch Farben wahr, Regenbogenfarben, alle Farben dieser Welt, alle überirdische Farben. Ich nahm Geräusche wahr,
ich nahm wunderbare Geräusche wahr, ich nahm Musik wahr, eine Musik, die ich zuvor nie gehört habe, die mir aber bewusst war. Das heißt, ich habe gewusst, das ist die Musik, die alles durchfließt. Das sind die Farben, die Formen. Ich habe auch Formen wahrgenommen und es ist immer schöner geworden, immer farbenfroher. Und gleichzeitig war aber alles mit diesem weißen und überirdischen weißen Licht durchdrängt. Dieses Licht hat auch die Farben und die Musik durchdrungen und am Schluss hat sich alles in diesem Licht aufgelöst und eingelöst, bis es wirklich nur mehr dieses weiße Licht war und ich mich auch in dieses weiße Licht eingelöst habe. Es ist noch weitergegangen. Ich bin dann fast wie in eine Röhre hineingezogen worden, die keine Röhre war, sondern es war eben ein Tunnel. Und dieser Tunnel war aber nur dieses gleißende Licht. Das war aber angenehm, man hat hineinschauen können. Und ich habe das nicht mit Augen gesehen, sondern ich bin dann selbst dieses Licht geworden. Und ich bin immer mehr in dieses Licht hineingesogen worden. Habe dann auch Entitäten wahrnehmen können. Ich habe gewusst, da ist jemand anderer auch noch. Ich habe aber niemanden gesehen. Es war aber nur Wohlwollen und Liebe da. Ein sehr, sehr angenehmes Gefühl, bis ich dann in dieses Licht nur mehr hineingesogen wurde und ich bemerkt habe, dass ich selbst diesem Licht werde und ich wahrgenommen habe, wie das sogenannte Göttliche oder der Ursprung hinter diesem Licht ist und ich genau dort jetzt hingehe. Ich habe mich schon sehr gefreut, dahin zu gehen, weil ich gewusst habe, ich komme nach Hause. Ab diesem Zeitpunkt bin ich aber aufgewacht, die Vision war weg und ich bin wieder in dem Zimmer gelegen, in meinem Kinderzimmer damals, wo meine Eltern am Bett gestanden sind. Der Notarzt, den sie gerufen hatten, der hat das Zimmer verlassen. Und ich bin dort im Zimmer gelegen und war aber dann ohne Fieber. Das Fieber war weg. Ich habe mich gesund gefühlt. Es war wie eine Reinigung. Ich war komplett gereinigt. Herr Kohler, Sie erlebten als Kind auch einige außerkörperliche Erfahrungen. Können Sie Beispiele davon erzählen? Ja, die waren in meiner frühen Kindheit. Ich würde sagen, so ab 3 Jahren bis 7 Jahren werden die gewesen sein oder 8 Jahren. Mitte Volksschulzeit. Ich konnte mich damals frei aus meinem Körper rausbewegen mit einer kleinen Technik. Ich habe am Hinterkopf und bei den Ohren habe ich Schwingungen erzeugen können, wo ich gewusst habe, wenn ich die länger anhalte, löst sich praktisch meine Seele, wenn man es so nennen darf, aus dem Körper und ich kann dann ohne meinen Körper spazieren gehen. Für mich war es damals einfach ein Spaziergang. Ich habe Lust gehabt, spazieren zu gehen, habe auch Wände und Türen durchdringen können, Gegenstände. Bin teilweise auch ins Stiegenhaus bei meinem Wohnhaus gegangen, bin dann wieder zurückgekommen. Meistens waren diese Ausflüge nicht sehr lang, weil ich Angst bekommen habe, dass meinem Körper etwas passieren kann. Einmal war es so, dass ich mit einem Schulfreund gespielt habe und mir war langweilig und ich dachte mir, okay, ich werde jetzt meinen Körper wieder einmal verlassen und spazieren gehen. Und ich bin auf Matten gesessen und habe meinen Körper dort sitzen lassen und bin spazieren gegangen und bin dann aber nach wenigen Minuten zurückgekommen, weil ich gewusst habe, mein Körper sitzt dort alleine und dem könnte was passieren. War das für Sie wie ein normaler Vorgang, wie ein Spiel? Ja, das war wie ein normaler Vorgang und Spiel könnte man auch dazu sagen. Es war mir schon bewusster, es war schon mehr wie ein Spiel. Es war ein bewusster Vorgang, es war eine bewusste Entscheidung und ich habe gewusst, dass ich diese
dass ich diese Kräfte besitze. Und ich habe damals auch niemanden erlebt oder ich habe das auch niemandem erzählt, der das auch so erlebt hat oder erleben könnte. Was für eine Auswirkung auf Ihr Weltbild hatten diese Erfahrungen, die Sie in der Kindheit und Jugend erlebt haben? Für mich auf jeden Fall hatte diese Erfahrung auf jeden Fall eine bewusstseinserweiternde Wirkung. Ich war mir immer bewusst seit diesen Erfahrungen, dass es mehr gibt, beziehungsweise dass ich mehr bin als mein Körper und dass ich keine Angst haben muss vor dem Tod und dass ich bzw. wir mehr sind als unser Körper und dass ich über mehr Fähigkeiten verfüge, als mir bewusst sind. Und mir ist es damals eben bewusst worden, dass es noch viel, viel mehr Möglichkeiten gibt. Das interessiert mich bis heute noch sehr stark. Und ich pendle zwischen diesen Welten hin und her. Herr Kohler, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.